Schönen guten Tag, liebe Freunde. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Ich grüße euch ganz herzlich aus Irkutsk. Ich hoffe, euch geht's gut im Alltag und ihr genießt euer Leben. Bei uns in Sibirien erleben wir schon kältere Temperaturen, aber tagsüber scheint die Sonne immer noch hell, auch wenn es nicht warm ist. Aber viel Sonne und blauer Himmel bringen immer gute Stimmung, mindestens für mich. In diesem Video möchte ich euch über einige Ereignisse und Nachrichten aus Russland erzählen. Hoffentlich habt ihr ein Interesse für das Alltagsleben in Russland. Danke für das Einschalten und bleibt bitte dran. Los geht's! Putin genehmigt Migrationspolitik für 2026 bis 2030 in Russland. Wladimir Putin hat das Konzept der Migrationspolitik Russlands für die Jahre 2026 bis 2030 genehmigt. Das Dokument wurde bereits auf der offiziellen Webseite für Rechtsakte veröffentlicht. Laut dem Konzept wird die Zahl der Arbeitsmigranten in Russland bis 2030 weiter steigen, da der Bedarf an ausländischen Arbeitskräften hoch bleibt. Das Dokument betont außerdem, dass neue Herausforderungen und Sicherheitsbedrohungen Verbesserungen in der Migrationspolitik erfordern. Besonderes Augenmerk liegt auf der Verantwortung der Arbeitgeber bei der Einhaltung der Vorschriften. Ziel der Politik ist es, die Zahl illegaler Migranten und Straftaten unter ausländischen Bürgern, einschließlich Minderjähriger, zu verringern. Erwartete Ergebnisse sind unter anderem Rückgang des Anteils illegal beschäftigter Migranten in Russland, Verringerung der Zahl von Migrantenkindern, die keine Bildungseinrichtungen besuchen, Erhöhung des Anteils ausländischer Studierender an russischen Hochschulen, Zunahme der Migranten, die über gezielte Rekrutierungsprogramme eingestellt werden, Steigerung der Zahl ausländischer Bürger, die traditionelle russische Werte teilen und dauerhaft nach Russland gezogen sind. Zuvor hatte der Vorsitzende der Staatsduma, Vyacheslav Volodin, am 13. Oktober mitgeteilt, dass seit dem 5. Februar 2025, dem Beginn des Registers für illegale Migranten, rund 35.000 Personen aus Russland ausgewiesen wurden, die gegen das Migrationsrecht verstoßen hatten. Am 1. September waren in der Datenbank der illegal in Russland befindlichen Migranten 770.000 Personen registriert, ein Drittel davon Frauen und Kinder. Seit dem 11. September gelten für illegale Migranten weitere Einschränkungen. Sie dürfen keine Eheschließungen oder Scheidungen registrieren, ihre Kinder nicht in den Kindergärten und Schulen einschreiben, keinen Führerschein erwerben, kein Fahrzeug führen und keine Konten eröffnen. Region Irkutsk nimmt am bundesweiten Experiment zur Legalisierung von Gästehäusern teil. Das Irkutsker Gebiet nimmt an einem bundesweiten Experiment zur Legalisierung von Gästehäusern teil, das bis Ende 2027 dauern wird. Der entsprechende regionale Gesetzentwurf, initiiert vom Gouverneur Igor Kobzew, wurde vom regionalen Gesetzgebungsorgan gebilligt, wie die Pressestelle des Parlaments berichtet. Nach den neuen Regeln erhält die Tourismusagentur des Irkutsker Gebiets die Befugnis, die Qualität der Dienstleistungen zu überwachen und die Rechte sowohl der Eigentümer von Gästehäusern als auch der Touristen zu schützen. Zur Anpassung der Anforderungen an die lokalen Gegebenheiten wird eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Das Experiment soll das Problem der illegalen Tätigkeit von Gästehäusern lösen, bei dem Eigentümer von privaten Häusern auf Grundstücken des individuellen Wohnungsbaus faktisch Hotelservices anbieten, ohne die entsprechenden Formalitäten zu erfüllen, so das Parlament. Am 7. Juni genehmigte Präsident Wladimir Putin das Gesetz zur Legalisierung von Gästehäusern in 16 Regionen. Es tritt vom 1. September 2025 bis Ende 2027 in Kraft. Laut Dokument wird ein Gästehaus als Unterkunft in einem
Wohnhaus oder einem Teil davon definiert, das einer Privatperson gehört und sich auf einem Grundstück für individuellen Wohnungsbau oder Nebenerwerb befindet. Das Gesetz verbietet zudem gerichtliche und administrative Entscheidungen zum Abriss illegal errichteter Gebäude. Gesetz über vorzeitige Rente für Väter mit vielen Kindern. Das Gesetz über das Recht auf vorzeitige Rente für Väter mit vielen Kindern wird in naher Zukunft verabschiedet, so der Vorsitzende der Partei Gerechtes Russland, Sergei Mironov. Der Vatertag wird in Russland jedes Jahr am 3. Sonntag im Oktober gefeiert. Das Gesetz über die vorzeitige Rente für Väter mit vielen Kindern wird bald unbedingt verabschiedet. Ich bin sicher, dass das Warten nicht mehr lange dauert. Die Stimmung der Abgeordneten ändert sich, sagte Mironov in einem Interview. Er fügte hinzu, dass die Abgeordneten seiner Partei seit vielen Jahren versuchen, dieses Gesetz durchzusetzen, bisher jedoch ohne Erfolg. Mironov ist jedoch überzeugt, dass die Beharrlichkeit der Abgeordneten die Situation ändern wird. Vater ist ein besonderes Wort für unser Volk. Damit sind so wichtige Begriffe wie Vaterland, Heimat, der Vaterländische Krieg verbunden. Alles, was die Grundlage unserer traditionellen Werte bildet. Die Einstellung gegenüber Menschen, die ihre väterliche Pflicht würdig und verantwortungsvoll erfüllen, insbesondere den Vätern großer Familien, sollte dem entsprechen, betonte der Politiker. Mironov wies außerdem darauf hin, dass viele Männer das Rentenalter nicht erreichen. Eine Senkung des Rentenalters für Väter mit vielen Kindern würde ihren Beitrag zur Demografie anerkennen und nicht nur die Geburtenrate erhöhen, sondern auch die männliche Sterblichkeit verringern und die Lebenserwartung von Männern steigern. Ich hoffe, dass wir den Vatertag am 3. Sonntag im Oktober 2026 in einer viel festlicheren Stimmung feiern werden, schloss er. Rückgang des Stromverbrauchs in der Region Irkutsk. Erstmals seit 5 Jahren wurde in der Region Irkutsk ein Rückgang des Stromverbrauchs verzeichnet, um 6,4% in 9 Monaten. Der Gouverneur der Region, Igor Kobzew, erklärte dies mit dem milden Winter, der Einführung von differenzierten Tarifen und dem seit dem letzten Frühjahr in der südlichen Region geltenden Verbot des Krypto-Mining bis 2031. Der Gouverneur betonte, dass durch diese Maßnahmen im vergangenen Winter eine Belastung von 320 Megawatt reduziert werden konnte, was 146 Milliarden Rubel entspricht. Den Kosten für den Bau neuer Energieerzeugungsanlagen nach den Ergebnissen der kommerziellen Kapazitätsauktion. Aber es ist zu früh, sich zu entspannen. Der Rückgang des Stromverbrauchs löst das Problem des Energieengpasses nicht. Zur Lösung sind unter anderem der Bau neuer Energieerzeugungsanlagen in der Region Irkutsk, in der Republik Burятien und im Transbaikal-Territorium sowie der Bau einer zweipoligen Gleichstromleitung von der zentralen sibirischen Stromübertragungsregion in den Südosten vorgesehen, sagte Kobzew. Er fügte hinzu, dass in allen Bereichen gearbeitet wird und eine Aufhebung des ganzjährigen Mining-Verbots vor der Fertigstellung der Netz- und Erzeugungsprojekte nicht in Betracht gezogen wird. Also, liebe Freunde, danke, dass ihr die Zeit gefunden habt, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Hoffentlich waren die vorgestellten Nachrichten euch interessant. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute im Alltag und wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann, tschüss!